Brauchst du ein köstliches Rezept, um deine Ingwerreste zu verwerten? Dann gib einfach Mehl und Salz in eine Schüssel hinein. Dann natürlich die Ingwerreste, die sind bei mir bei der Ingwerbierherstellung angefallen. Dann nehme ich als Backtriebmittel Wasserkefir, Hefewasser geht natürlich auch. Und dann entscheidest du, ob du jetzt Wasser zum Brotteig hinzugibst oder es wie ich machst, Buttermilch. Alternativ für die Veganer, wie gesagt, das Wasser oder auch Pflanzenmilch oder wenn ihr keine Buttermilch da habt und nicht Veganer seid, dann könnt ihr auch ganz normale Milch verwenden. Ich finde tatsächlich, die Buttermilch hebt diesen Geschmack des Brotes nochmal um einiges. Das Ganze lasse ich jetzt in meiner Küchenmaschine kneten. Ich habe jetzt hier die KitchenAid. In der ersten Minute mache ich das auf Stufe 1 und gehe dann danach auf Stufe 2 über. Und da kann ich euch tatsächlich die Teigpeitsche von Rammershofen als Knethaken wärmstens empfehlen. Die macht das richtig gut bei Brotteigen, dass der Teig schön durchgeknetet wird. Später ist auch noch der Rand schön sauber, aber das zeige ich euch gleich natürlich. Das ganze Rezept für dieses köstliche Brot findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss. Da könnt ihr euch einen Screenshot machen, klickt dafür einfach kurz auf Pause, dann könnt ihr das Ganze in Ruhe machen. Und das Equipment, was ich euch generell in meinen Videos empfehle, findet ihr immer unten in der Beschreibung. Und jetzt schaut mal, sieht das nicht gut aus? Also einfach fantastisch. Ich habe jetzt hier helles Mehl genommen. Ihr könnt zum Beispiel 405er oder 550er Weizen nehmen. Es funktioniert aber auch mit 630er Dinkelmehl. Solltet ihr Vollkornmehl verwenden wollen, dann kann es sein, dass ihr, oder es kann nicht nur sein, es wird dann so sein, dass ihr mehr Flüssigkeit hinzugeben müsst. Den fertigen Teig gebe ich dann in eine Glasschüssel. Wenn ihr Sauerteig noch zusätzlich hinzugebt, vielleicht so 100 bis 200 Gramm, dann müsst ihr auf jeden Fall auch nochmal so Stretch und Fold machen. Ansonsten ohne Sauerteig braucht der Teig ungefähr 6 bis 10 Stunden, dass er sich so schön verdoppelt. Also wirklich ein fantastisches Ergebnis und jetzt kommt etwas Besonderes. Den Trick habe ich von Lutz Geisler, wirklich eine Koryphäe. Und das ist getrockneter Sauerteig, den ich da habe. In diesem Fall Lievito Madre, das ist ja dieser milde Sauerteig. Alternativ, wenn ihr den nicht habt, dann gebt einfach Mehl auf die Arbeitsfläche. Aber tatsächlich, durch diesen getrockneten Sauerteig habt ihr nochmal eine besonders tolle Kruste. Es ist wirklich fantastisch. So, den Teig gebe ich jetzt hier einmal auf die Arbeitsfläche. Und das Tolle generell an diesem Ingwerbrot ist, dass es überhaupt gar nicht so scharf ist. Das ist völlig erstaunlich gewesen. Also ich hatte tatsächlich die Befürchtung, ich habe mir dieses Rezept ausgedacht, weil ich so Tresterreste verwerten wollte. Ihr hattet da angefragt, was man denn damit machen kann und bei uns wird ja nichts weggeworfen. Und Ingwer ist ja unheimlich gesund, nicht nur der Ingwerstarter und das Ingwerbier, sondern auch dadurch, dass es fermentiert ist, auch nochmal der Ingwer. Und ihr könnt generell Trestereste, auch wenn ihr zum Beispiel Pflanzenmilch selber macht, immer einfach in den Brotteig geben. Das könnt ihr zum Beispiel jetzt dieses Rezept als Grundrezept nehmen und die Trestereste einfach hinzugeben. Ich falte jetzt das Brot von außen nach innen, um Spannung drauf zu bringen, damit das Brot auch richtig schön aufgeht. Und unten, genau, das wälze ich jetzt nochmal in den Resten, weil ich möchte, dass es nachher richtig schön aufgeht. Schaut mal. Also, gefällt mir sehr gut. Ich lasse es nochmal für 30 bis 60 Minuten in einem Gärkorb aufgehen, bei Zimmertemperatur. Und wenn es soweit ist, da kann man jetzt zwar noch nichts sehen, aber es ist wirklich perfekt. Dann habe ich jetzt von Denkkeramik diese Brotbackform zum Testen. Denn ich habe euch das letztes Jahr ja vorgestellt und ihr wart euch nicht sicher, ob das gut ist. Und das probieren wir jetzt einfach aus. Ich habe die Backform einmal in meinem Mini-Backofen 30 Minuten vorheizen lassen. Beim großen Backofen kann es sein, dass ihr da 60 Minuten benötigt circa. Ich stürze das Brot jetzt hier drauf. Ich habe ja Gott sei Dank hier diese Brotschlinge. Alternativ könnt ihr auch Backpapier verwenden. So, jetzt muss ich noch ein bisschen nachjustieren. Das ist ein bisschen schief geworden. Und jetzt schneide ich das Brot ein. Es ist ein bisschen weich. Und da kann ich euch empfehlen, da kommt man ja beim ersten Mal immer so ein bisschen schwer durch. Dann macht es einfach so, dass ihr noch ein zweites Mal in die Schnitte reingeht, damit sie schön tief sind, damit das Brot dann aufgeht.
Danach gebt ihr die Form in den Backofen und gebt danach das Wasser hinein. Ich habe es jetzt hier zu Demonstrationszwecken schon vorher reingegeben. Ist aber umständlich, weil das Wasser dann umkippen kann. Also die Form in den Backofen geben, dann das Wasser rein und guckt euch das Ergebnis an. Das ist doch der Hammer, oder? Also, wie gesagt, das ganze Rezept findet ihr unten in der Beschreibung. Es ist aber auch nochmal das Equipment beschrieben. Testet das unbedingt mal aus. Und ich habe aber sicherheitshalber mal die Kerntemperatur gemessen und habe dann festgestellt, 72 Grad. Das muss doch noch mal kurz rein und dann habe ich es noch mal so für circa 10, 15 Minuten drinne gelassen. Also ein Thermometer kann ich euch sehr ans Herz legen, denn auch wenn es fertig aussieht, kann es sein, dass es noch nicht ganz durch ist. Das Ganze habe ich dann auf dem Gitter auskühlen lassen und jetzt schaut euch das an. Das ist innen, innen total fluffig und außen hat das eine fantastische, feste Kruste, also richtig lecker. Also ich bin schon sehr gespannt, wie das bei euch werden wird. So, ich habe jetzt hier mal so ein bisschen dicker, ein bisschen dünnere Scheiben und zeige euch das mal. Wahnsinn, richtig lecker und ihr seht, es lässt sich ganz einfach auch schneiden. So. Ja, man kann nie vom Brot genug kriegen. Frisch gebackenes Brot ist bei uns immer ganz schnell weg. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich euch neue Brotrezepte zeige. So, schaut euch das an. Fluffig, schön feinporig. Also einfach perfektes Brot, würde ich sagen. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne. Abonniert meinen Kanal und in diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich sende euch ganz liebe Grüße und bin bald zurück. Eure Emma.